Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine leckere Lecho-Soße mit Bratwürstchen. Dafür bereiten wir zunächst das Gemüse vor, eine große Zwiebel abziehen, anschließend in Streifen schneiden, außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen, danach fein hacken. Und jetzt habe ich hier noch 3 rote Paprikaschoten, waschen, entkernen und dann in dünne Streifen schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden darin anschwitzen. Als nächstes geben wir einen gehäuften Esslöffel Eiweiß dazu. Hier könnt ihr mildes oder scharfes Eiweiß verwenden. Außerdem einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark und zum Schluss einen gehäuften Teelöffel süßes Paprikapulver. Eiweiß, Tomatenmark und Paprikapulver unterrühren, für ein paar Sekunden mit anrösten lassen und jetzt löschen wir das Ganze mit 250 ml Gemüsefond bzw. Brühe ab. Außerdem eine Dose gehackte Tomaten dazugeben, alles einmal gut umrühren und zum Schluss schmecken wir die Soße mit etwas Zucker, einem Schuss Weißweinessig und einer sehr guten Prise Salz und Pfeffer ab. Die Lecho-Soße jetzt ein letztes Mal gut umrühren, zum Kochen bringen und dann bei niedriger bis mittlerer Hitze für 10 bis 12 Minuten sanft einköcheln lassen. Währenddessen eine zweite Pfanne für die Bratwürstchen aufsetzen, einen Schuss Öl in die Pfanne geben, die Pfanne heiß werden lassen und jetzt 4 bis 6 Bratwürstchen dazugeben, die Würstchen rundherum braun anbraten, einmal wenden und von der anderen Seite ebenfalls goldbraun braten. Sobald die Würstchen fertig sind, können wir servieren. Als Beilage gibt es bei uns heute Kartoffelbrei, das passt super dazu. Die Bratwurst samt Lecho-Soße dazu anrichten. Zum Schluss noch etwas gehackte Petersilie für die Garnitur drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.